So, und damit herzlich willkommen zu Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es einen neuen Statusbericht von mir. Und zwar haben wir ja im letzten Statusbericht darüber gesprochen, wie ist denn der Mauerdurchbruch verlaufen. Habe euch da auch ein bisschen den Einblick gezeigt, wie es auch quasi hinter den Kulissen so ausgesehen hat, wie viel Schmutz und alles so weiter da auch war und wie die Moba auch eingepackt war. Und in der Zwischenzeit haben wir auch alles fein renoviert. Das heißt, das wird sozusagen der erste Teil jetzt sein, worauf ich eingehe. Und der zweite Teil ist ja auch, dass ich euch einen Ausblick beim letzten Video gegeben habe, was für Aktionen müssen wir jetzt noch eben machen. Eben auf der einen Seite das Renovieren, auf der anderen Seite eben noch die Schreinerarbeiten. Und die sind jetzt auch soweit abgeschlossen und auf das gehe ich dann natürlich auch ein. Deswegen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Anschauen und bis gleich. So, jetzt nehme ich euch am besten einfach mal so auf die Hand, dann kann ich euch die Sachen besser zeigen. Also, bezüglich der Renovierungen würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir haben auf jeden Fall die Zeit genutzt und fleißig gestrichen. Ich habe euch ja, oder ihr habt es ja gesehen in dem 500 Abonnenten-Special, da habe ich euch ja die ganzen Räume gezeigt. Das heißt, auch da habt ihr schon gesehen, dass wir fertig sind mit dem Streichen. Und ich glaube, es kann sich sehen lassen. Also wir haben alles blau gestrichen, eben sozusagen um dem, den Farben des Himmels quasi dann näher zu sein. Die Wandtattoos, die ich euch gezeigt habe, sozusagen diese Wolken, die man einfach hinkleben kann, die haben wir getestet, da waren wir nicht ganz so überzeugt. Also es ist natürlich eine coole Sache, aber wir würden dann doch das dann selber sozusagen Art Schleierwolken dann selber sozusagen mit einem Pinsel dann einfach hintupfen, beziehungsweise vielleicht auch hinten dann den Hintergrund hinmalen. Gibt auch welche zu kaufen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht also relativ teuer ist, so wie ich das ein bisschen gelesen habe. Tut aber erstmal nichts zur Sache. Also wir lassen es jetzt erstmal so, weil ich muss sagen, uns gefällt es sehr, sehr gut. Es sieht jetzt auf jeden Fall anders aus als vorher. Man hat ja gesehen, dass es ein Kinderzimmer war von den bunten Farben. Also sieht es viel professioneller aus, würde ich mal sagen. Und sonst jetzt weiter, wie wir das Ganze hier weiterverfahren mit Hintergrund etc. Das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Warum? Weil wir hier mit dem Raum noch nicht fertig sind. Also sowohl jetzt im Neubauteil, der hinter mir ist, aber auch jetzt hier der Teil, habe ich euch ja erzählt. Hinten, wo der Zug die ganze Zeit seine Runden dreht, da ist ja hinten nochmal ein Gleis. Und das soll ja runtergehen in den Schattenbahnhof. Also unter der Anlage wird eine komplette Ebene dann sein, wo Schattenbahnhof ist und wo Züge parken können. Und dann kommen ja hier auch quasi da diese Bergstrecke, die hier ist, die wird dann auch nochmal ein bisschen eingesäumt mit oben nochmal so leicht hügeligen Landschaftsbau, sage ich jetzt mal so. Und dann kann man auch den Hintergrund dementsprechend hinten machen. Von dem her passt es soweit. Also gefällt uns wirklich sehr, sehr gut. Das nächste, was wir gleich gemacht haben, waren dann Lampen. Wir haben gleich mal Ikea unsicher gemacht und dementsprechend so Spots gekauft. Eigentlich echt ganz eine coole Sache, weil die Eisenbahn wirklich dann im Fokus ist. Also wirklich sehr hell auch vor allen Dingen. Das einzig Doofe, sage ich mal, ist trotzdem, klar, der andere Teil, seht ihr jetzt, der Neubauteil ist jetzt eher im dunkleren. Also ich muss dann immer die Spots dementsprechend mehr herrichten. Beziehungsweise auch für den Bau, ich werde mir so eine mobile Leuchte nochmal kaufen, weil gerade der Winter ist dann generell immer ein bisschen dunkel. Und dann vielleicht dann auch durch den Elektriker hier noch einen zweiten Anschluss mir hinlegen lassen. Nicht jetzt, ich weiß nicht, wann ich das mache, aber einfach nur, das war so der Gedanke, dass man nochmal eine zweite Reihe von so Spots dann hinbauen kann, die dann einfach eben auf den Neubauteil dann rüberscheinen. Das ist nämlich dann so auch am Rande. Genau, der andere Raum, den haben wir ja auch schon gemalt. Ihr seht auch hier die Durchbrüche, auf jeden Fall sind gut gelungen. Sieht gleich ganz anders aus. Genauso auch wie hier. Genau, sind auch gut gelungen. Und genauso auch hier, das ist jetzt auch fertig. Hier war ja die Wand, deswegen haben wir einfach so eine Spanholzplatte genommen, die dementsprechend aufgebockt, sodass die eben oder parallel quasi zum anderen Boden ist. Die noch mit Teppich beklebt, hatten wir noch was übrig und dann passt es. Also die ist jetzt auch stabil. Klar, die gibt ein bisschen nach, weil der ganze Holzboden gibt natürlich auch nach. Aber hier laufe ja nur ich quasi nach hinten rum, weil es soll ja einfach nur dazu da sein, dass man überall die ganze Anlage auch von hinten dann begehen kann, falls man den Zug entgleist etc. oder falls irgendwas oder auch gerade beim Bauen etc., dass man gut überall hinkommt. Also von dem her ist es auch abgeschlossen.
Und auch in dem Raum, hier sieht es aus, ich weiß, sorry dafür, in dem Raum hier haben wir auch natürlich nochmal gleich Lampen hingemacht. Wir hatten ja davor so alte Fassungen, auch mit LED-Lampen schon bereits bestückt, mit so LED-Glühbirnen. Aber das sieht jetzt so auf jeden Fall viel besser aus. Und ich denke mal, wenn hier auch die Anlage dann hier weiter gebaut wird, dann kommen hier vielleicht auch nochmal ein oder zwei so Spots hin, die auch dann vom Elektriker und sowas dann da die Leitungen hingelegt werden. So, das waren die ganzen Renovierungen, die wir noch gemacht haben. Jetzt kommen wir zu den Schreinerarbeiten, die hier noch gelaufen sind während der Zeit. Und zwar habe ich ja euch im letzten Video auch gesagt, dass wir so Austausch- oder Wechselplatten dann planen zu machen. Und das ist zum Beispiel jetzt hier die besagte Platte. Das heißt, ich kann die jetzt hier einfach rausnehmen. Und ihr seht, da wurde innen drin wurden so Leisten angebracht, um das Ganze zu halten, das Brett, respektive auch so Noppen, so Zentrierholzdübel quasi, um genau das zu zentrieren. Und dann habe ich auch gleich noch also ist die alte Platte quasi. Und dann haben wir auch gleich eine neue anfertigen lassen. Und dann ist das Ganze drinne. Und so kann man dementsprechend verschiedene Szenarien gestalten. Also eins, was wir für nächstes Jahr geplant haben, müssen wir mal gucken, wie weit man natürlich nächstes Jahr auch mit dem ganzen Anlagenbau, mit dem Neubauteil ankommt. Aber sag ich mal so, wäre jetzt hier so ein Weihnachtsmarkt gleich ganz cool, gerade in Bahnhofsnähe, eine schöne Sache. Und dann kann man den einfach auswechseln. Und man sagt jetzt dann, okay, es ist dann wieder Frühling und macht dann wieder einen Park hin, wo die Leute joggen, sage ich jetzt einfach mal so. Keine Ahnung, wir müssen dann gucken, was wir dann wirklich für Szenarien anbieten, aber ist echt eine schöne Sache, um eine Eisenbahnanlage nicht statisch zu machen, weil ich muss sagen, ich freue mich, wenn sich auch Autos bewegen, ich freue mich, wenn sich Züge bewegen. Ich bin ja also Modelleisenbahner jetzt von meiner Seite, deswegen vor allen Dingen geht es mir um das Thema Züge, aber auch wenn, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, wenn mal Besuch bei euch kommt, also viele zum Beispiel finden auch die Autos cool. Und wenn man dann auch dann sagt, man hat dann andere Platten, sozusagen, dass die Anlage doch dann immer mal wieder anders aussieht, in kleinen Teilen natürlich, dann sonst geht's dann immer mal nicht. Aber finde ich es auf jeden Fall eine schöne Sache und gefällt uns sehr, sehr gut. Dann parallel dazu habe ich jetzt hier noch so Rampenklötze bauen lassen. Kann man auch selber machen, muss ich sagen, aber einfach, weil wir jetzt dann den Schreiner beauftragt haben, hier ein paar Sachen zu machen, weil so eben kriegt man die Sachen immer nicht hin. Haben wir gesagt, komm, machen wir jetzt gleich das hier auch noch fertig. Das heißt einfach für die zweigleisige Hauptstrecke. Also die kommt ja dann hier quasi hier hinten so lang und geht ja hier dann hier rein. Also geht hier runter, hier hoch. Und genau, diese Rampenklötzchen, die sind eben dafür da, auch für die im richtigen Winkel geschnitten, ich glaube mit 1,5 Grad ungefähr, um dann eben oben die Trasse dann auch draufkleben zu können. Dann nehme ich euch mal weiter mit. Wir haben dann hier noch für diese Zwischenräume quasi bei den Mauerdurchbrüchen auch noch kleine Platten anfertigen lassen, die auch hier mit so Holzstäben, die wurden dann hier auch, wurde was von dem Träger dementsprechend rausgeschnitten. Auch hier dementsprechend, dass es fest ist und dann hier fest gemacht. Also es wurde mit so Lamellos dementsprechend befestigt. Das heißt, es sind dann so Kunststoffdinger, wo sozusagen, wenn man dann unten mit so einem Sechskant, mit so einem Imbusschlüssel dementsprechend dann wieder festzurrt, dann haken die sich ein. Die Platten sind die rüttelfest und kann sie auch dann, wenn man es wieder aufdreht, einfach die Platte rausnehmen. Eigentlich sehr, sehr geschickt, echt eine coole Sache. Genau, hier haben wir noch den zweiten Teil, also genau das gleiche auch hier beim Durchgang, wo die Anlage hinkommt. Eben auch hier mit so Haltekeilen noch durchgemacht, die sozusagen zur Anlage hingehen. Und dann passt es nämlich auch. Genau, dann nehme ich euch mal mit unter die Anlage. Also ihr seht hier, wir haben Winkel angebracht und dann die Anlage quasi, also den Neubauteil jetzt auch an die Wand geschraubt mit 4 Winkeln. Und ihr seht auch hier, wir haben hier überall noch so
ja, Haltebleche noch mit angebracht. Deswegen, dass dann auch jetzt wirklich alles fest ist. Das heißt dann, der Teil hier ist dann komplett festgemacht, also an der Wand, wie auch mit den anderen Platten, alles soweit dann. Und deswegen, dann ist es einfach auch, man merkt, die ganze Anlage ist auch viel, viel stabiler. Also auch der hintere Teil ist jetzt hier viel, viel stabiler. Und damit ist das Thema auch abgeschlossen. Das freut mich ungemein. War auch nicht ganz ohne, weil wir noch ein bisschen extra ein paar Zentimeter Spalt gelassen hatten, damit man auch den hinteren Teil der Anlage hier, dass man auch immer das Brett quasi wegnehmen konnte, um dann ein paar Sachen nochmal einzuzeichnen etc. Aber jetzt ist es ja alles fest und deswegen mussten wir auch die gesamte Anlage dann dementsprechend hier nach da hinschieben, zum Mauerdurchbruch quasi. Und war nicht ohne, weil ich kann natürlich die Anlage jetzt nicht abbauen oder halt dann nochmal dann irgendwie verschieben, sondern es muss dann einem Stück geschehen und immer, wie gesagt, millimeterweise und dass auch nichts kaputt geht. Aber es hat Gott sei Dank alles funktioniert. Das Einzige, was dann passiert ist, dass dann hinten bei der hinteren Strecke da der Rückmeldekontakt, der hat einen Wackelkontakt gekriegt und deswegen ist dann der Zug immer am Bahnübergang angehalten, weil er dann einfach sozusagen überfahren hat, einen gewissen Bereich und einen Block, wo er eigentlich überhaupt nicht, keine Rückmeldung kriegt, dass er überhaupt eingefahren ist. Von dem her musste das eben nachgelötet werden und dann hat das auch gepasst. Also deswegen nur am Rand. Es passiert immer irgendwie was, aber jetzt, wie gesagt, alles abgeschlossen und wir sind happy und wenn dann auch der Raum fertig ist, dann wird auch die ganzen Platten werden dann unten, bekommen dann irgendwie noch eine Blende oder sowas dann hin, dass man auch dann die Kabel zum Teil oder auch was unten drunter steht, dann nicht mehr sieht. Und ich glaube, dann ist es eine ganz, ganz coole Sache. So, und deswegen, so sieht es aus. Deswegen, wie gesagt, Renovierungen abgeschlossen, alles wunderbar. Die Schreinerarbeiten sind fertig und jetzt freue ich mich wirklich, hier loszulegen, weil ihr seht ja auch schon hinten, ich bin fleißig am Klötzchen machen, beziehungsweise ich schleife die nochmal einfach gerade ab ein bisschen, weil die habe ich jetzt zum Testen quasi dann euch ja auch gezeigt, wie ich den Trassenverlauf mir geplant habe. Habe ich ja einfach rudimentär ausgesägt, jetzt war ich es noch ein bisschen schöner und auch die Trassenbretter dementsprechend, die säge ich jetzt auch richtig dann zu. Also deswegen, da freue ich mich jetzt wirklich drauf, dass ich jetzt endlich starten kann. Hat alles ein bisschen länger gedauert, wobei der Mauerdurchbruch wirklich sehr, sehr schnell vonstatten ging. Aber das ganze Thema Malen eben hat echt ewig gedauert und natürlich dann auch die Schreinersachen, die mussten halt gemacht werden. Jetzt gerade vor Weihnachten ist es dann auch schwierig, deswegen ist dann leider so, muss man so hinnehmen, aber dafür freut man sich umso mehr, wenn es losgehen kann und die kalten Tage, es sind ja noch ein paar Tage, von dem her passt es. Und deswegen freue ich mich und ja, wünsche euch da weiterhin auch frohes Schaffen und ich halte euch auf dem Laufenden auf jeden Fall. Macht es gut, gell? Tschüss! Ach ja, und noch ein kleiner Zusatz. Ich habe hier natürlich noch ein paar Sachen für die Anlage gekauft. Ein bisschen Rostfarbe, Weichen mit Weichenantrieben. Hier noch so Tunnelinnenwände, beziehungsweise auch Falakar-System, nochmal Abzweigung, nochmal Figuren mit Ballons. Dann natürlich die Schienenböschungen und jede Menge K-System und Tunnelzubehör. Also ihr seht jede Menge so Flexgleise, dementsprechend fürs K-System, Fahrdraht und jede Menge Geraden, allem drum und dran. Noch einen Lens-Weichendecoder und auch nochmal Figuren für die Brauerei. Und was habe ich noch hier? Hier so alte Lattenzaun, sowas kann man immer gebrauchen. Von dem her. Das nochmal am Rande. Ich wünsche euch was. Frohes Basteln. Tschüss.